gibt zwei Arten von Komponisten. Die einen haben Ohren, die anderen haben einen Mund. Und es gibt ganz wenige, die haben beides. Das Hören, würde ich mal sagen, ist eine der wichtigsten Voraussetzungen, um überhaupt mit klanglichem Material zu arbeiten. Im Sinne von eine gewisse Sensibilität für das klangliche Material zu finden. Wie lange trägt es? In welchem Kontext steht es? Wie kann ich damit eine Dramaturgie der Klänge und wo innerhalb dieser Dramaturgie steht eine bestimmte Klanglichkeit, steht ein bestimmter Verlauf, wann mache ich Schnitte, wann mache ich feine Übergänge, wo sind die Kontraste auf harmonischer Ebene, auf rhythmischer Ebene, auf Instrumentalebene, Instrument, Elektronik, Raum, der sensitive Umgang mit all diesen Parametern. Und das andere mit dem Mund wäre eher so quasi die Marketingseite, ne? Also dass man mit Komponisten redet oder Programmtexte anlegt und denkt, wow, das muss ein super Stück sein. Und dann hört man es und dann ist man meistens oder sehr oft enttäuscht. Und man hat dann oft das Gefühl, okay, die konzeptuelle Ebene, das ist darüber, was man natürlich gut sprechen kann. Im ganzen Betrieb braucht es das, du brauchst Programmtexte, du musst, wenn du Einreichungen machst oder Förderungen beantragst, dann natürlich im universitären Bereich hast du quasi vielleicht Vorlesungen oder Vorträge, die du hältst. Oder manchmal werden sie auch als Rechtfertigung genommen, wo man sagt, eigentlich interessiert mich ja das Klangliche irgendwie gar nicht. Das beginnt ja eigentlich schon bei Titeln. Also ich sage es dir vielleicht so, ich als Zuhörer, mich interessieren die Programmtexte eigentlich herzlich wenig. Also mich interessiert nur, ich gehe da hinein, da passiert was und es fesselt mich oder es fesselt mich nicht. Ich sage es meistens so, wenn ich dann beginne, im Programmtext zu lesen, ist es meistens ein schlechtes Zeichen. Was ich sehr oft vermisst habe als Zuhörer ist, dass eigentlich der Komponist, der sein erster Zuhörer eigentlich sein sollte, mir manchmal scheint, als sei das nicht oder als würde das nicht die Rolle spielen, oder für viele nicht diese Rolle spielen. Wo es wenig Kontraste gibt, wenig Abwechslung, wo man irgendwie dann merkt, irgendwie so nach 2-3 Minuten irgendwie trägt das Material nicht mehr. Ich weiß schon, es gibt auch Stücke, wo es darum geht, eine Art Zeiterfahrung zu kriegen. Das sei die Zeit außer Kraft gesetzt. Auch das hat eine gewisse Legitimität. Auch das kann spannend sein. Quasi, das ist etwas, was aus der bildenden Kunst die Wurzeln hat. Nur tatsächlich vor so einem Kunstwerk, was ich visuell erfasse, da kann ich mich dann nach einer bestimmten Zeit auch wieder abwenden und gehen. Also ich habe es quasi als Betrachter selbst in der Hand, wie lange ich mich dem aussetze. Bei Konzertmusik ist es natürlich was anderes. Ich kann natürlich aufstehen und gehen, aber ich würde sagen, die Hemmschwelle ist vermutlich größer, oder für einige jedenfalls größer, einfach aufzustehen und rauszugehen. Und natürlich von jüngeren Komponisten, die zu mir gekommen sind, da ist mir sehr oft aufgefallen, dass sie sich einfach wenig zuhören. Also das sind ganz viele Ideen. Diese Ideen reichen oft nur bis dahin, bis man dann auf die ersten Widerstände stößt, wenn man das Material dann zum Papier bringt oder überhaupt damit beginnt, klanglich zu arbeiten. Vor allem die Stücke, wo der Komponist versucht, die Verantwortung an die Musiker abzugeben. Also als Beispiel habe ich ein Stück gesehen, wo ein Komponist oder eine Komponistin einfach Worte aufgeschrieben hat, quasi emotionale Worte, eine Reihe von Worten, dann das ein Musiker hingesetzt hat und gesagt, okay, spiel danach. Und unten hat es einen Zusatz gesagt, du kannst machen, was du willst. Also das wäre jetzt ein Extrembeispiel. Ne? Also in dem Moment habe ich mir gedacht, aber als Komponist finde ich schon, hättest du eine bestimmte Verantwortung, was ich jetzt auch höre. Ja, also wenn du das natürlich dann verkaufen willst, müsstest du dir quasi überlegen, was das die Konzept dahinter ist. Du könntest natürlich in die Psychologie ausweichen, du könntest die freiheitsphilosophischen Begriffe dazu nehmen, du willst dem Musiker die Freiheit geben. Man könnte das außermusikalisch von vielen Dingen her legitimieren.
Und da würde ich mir doch wünschen als Zuhörer, dass ich doch der Komponist doch, wenn ich schon dahin komme und einen Teil meiner Lebenszeit quasi opfere, auch ernst nimmt und mir vielleicht auch das zeigen will, was ihn wirklich klanglich interessiert. Und ich meine jetzt nicht nur klanglich im Sinne von wirklich auf das ist ein bisschen das andere Problem, was wir oft haben, dass viele einfach nur auf so einzelne Klänge fixiert sind. Jeder Klang, meine, du kennst das, ne? Also jeder Klang sollte neu sein, sollte quasi ein neues Universum erschließen. Die Frage jetzt in reiner Instrumentalmusik ist, ob das tatsächlich noch der Fall ist. Wenn man sich das anhört, oder ich mir das anhöre, habe ich das Gefühl, okay, es könnte auch ein Stück aus den 60er, 70er Jahre sein. Ne? Also das ist dann irgendwie auch nicht mehr so, wo ich denke, wow, ist jetzt aufregend. Ich kann verstehen, dass natürlich viele junge Komponisten in diese Richtung gehen, weil für sie ist es neu. Ne? Also, und da meine ich auch mit sich zuhören im Sinne von, okay, ist das dann eigentlich wirklich noch neu? Also möchte ich das eigentlich noch hören oder gibt es einen Sinn noch überhaupt, ein Stück mit diesem Gestus oder mit diesem Material überhaupt noch hinzuzufügen, dem, was es schon gibt? Das würde für mich auch zum Zuhören gelten. Also nicht nur innerhalb des Stückes, sondern einfach auch globaler mal schauen, was gibt es eigentlich. Ich denke, dass die einzelne Klanglichkeit eben eigentlich nicht die Musik ausmacht. Ne? Also nur ein Klang, der jetzt faszinierend klingt, das ist einfach mal ein Punkt, das ist einfach mal ein Ereignis, ein Klangereignis. Ich würde nur mir wünschen, dass man damit dann wirklich auch eine Gestaltung macht. Ne? Also wenn ich an einem Konzert bin, wo ich eine lange Einleitung habe, dann erwische ich mich oft, dass ich eigentlich da sitze und denke, komm zum Schluss. Ich möchte endlich das Stück hören. Es gibt ja so Texte aus den 50er Jahren, wo es dann irgendwie heißt, das ist die Reihe und das ist das Konstrukt und da haben wir das Gefühl, es ist wahnsinnig viel Hirnschmalz drin und aber die meisten Zuhörer, die jetzt einfach mal ins Konzert kommen oder sich dem mal aussetzen wollen, ich glaube, die würde man vermutlich eher vertreiben mit sowas wie sagt. Also es muss mich fesseln, auf irgendeine Art und Weise. Und erst dann frage ich mich, wie ist sowas gemacht? Was ich aber mit Zuhören meine, ist quasi ein sehr bewusstes Zuhören. Also nicht einfach im Sinne von, okay, es klingt angenehm und das bin ich gewohnt, also mache ich das. Also ich meine nicht, dass beim Hören quasi der Kopf ausgeschaltet ist. Die Gefahr ist, wenn der da tatsächlich dort ausgeschaltet ist, dass man sich wiederholt, dass es geschwätzig wird, dass es auf eine Gefühlsduselei vielleicht auch hinausläuft. Ich meine tatsächlich ein sehr bewusstes Zuhören und dass man mit sich selbst auch kritisch zuhört, was man da. Ja? Also nicht denken, okay, selbstgefällig, ja, das passt, alles wunderbar, weil dann brauche ich ja danach die Texte, um das zu rechtfertigen, was ich da tue, wenn etwas nicht. Ne? Also das heißt, ja, wenn ein Komponist nur einen Mund hat, dann fragt man sich, ob er nicht, ich sage es mal ein bisschen böse, woanders wo besser aufgehoben ist. Ne? Also im Sinne von, also wenn die Texte besser sind als das, was man klingt, dann fragt man sich, wieso schreibe ich dann nicht Texte? Also